Sie gehören zu den Klassikern der französischen Patisserie, die Macarons. Daniel Ribert und Joël Sturm kennen ihre Geheimnisse. Das Baiser-Gebäck hat einen wahren Triumphzug hinter sich. Aber wie werden die Taler mit der leckeren Füllung hergestellt? Wissembourg im Elsass. Die Stadt liegt direkt an der Grenze zur Pfalz. Seit mehr als 40 Jahren betreibt der Konditormeister Daniel Ribert hier sein Geschäft. Ich habe jetzt verschiedene Sorten. Wie am meisten gehen, sind die Schokolade, die mit Cassis, Emmanuel. Die größte Zutat ist Mandeln. Das haben wir hier, Mandel, aber natürlich Mandelpulver. Und dieses Mandelpulver muss schön fein sein, eine gewisse, Feuchtigkeit auch, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Das ist sehr wichtig für tolle Macarons hinzukriegen. Aber was wichtig ist, dass es schön fein ist. Die Macarons in Frankreich sind alle mit geschältem Mandel. Schon bleibt die Masse. Für manche Biskuit nehmen wir schon ganze Mandel, aber für Macarons muss geschält sein. Denn die Haut von der Mandel bringt nichts in Aroma. Stimmt mir durch? Das Wasser machen wir jetzt in den Zucker rein. Das wird auf 121 Grad gekocht. Das ist jetzt schon eine Masse, wie wir hier machen im Betrieb. Jeden Mittag. Ich habe 2 Mannschaften, eine morgens, eine mittags. Und die mittags machen hauptsächlich die Macarons. Daniel Ribert gehört zu den besten Patissiers in Frankreich. Die Macarons werden nicht nur im Laden in Wissembourg verkauft, sondern auch verschickt. Joël Sturm ist ebenfalls Konditormeister und Chef der Produktion. Die Macarons sind sein Spezialgebiet. Das ist ein Zuckerthermometer. Das ist ein Thermometer, das geht bis 200 Grad. Und das ist wichtig, dass man bis 121 Grad den Zucker kocht für die Macarons. Also in Puderzucker und Mandelmasse kommt jetzt Eiweiß dazu und Farbstoff ist schon drin, roter Farbstoff für Himbeermacarons. Das ist der Farbstoff, den Sie zuvor zum Mandelmehl gegeben haben. Das ist die rote Farbe, Lebensmittelfarbe, rote. Von Schildläuse machen sie das. Und das ist für andere Lebensmittelfarbe wird es auch verwenden. Und von diesem Pulver machen wir nur 20 Gramm auf diese Masse, wie Sie sehen da. Nur 20 Gramm von dem, sehr wenig. Aber das ist eine schöne Farbe, sehr milde Farbe und natürliche Farbe. Mandelmehl, Puderzucker, Eiweiß und der Farbstoff werden jetzt umgerührt. Der Farbstoff ist geschmacklos, er dient nur der schöneren Optik der Macarons. Das Zuckerwasser ist noch nicht heiß genug, aber der Farbstoff hat seine Wirkung entfaltet. Wenn du alle in weiß hast, sieht das nicht so schön aus. Die Farben ziehen schon die Augen an und ist schon. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Immer Lebensmittelfarbe und immer hochqualitätige Farben. Da ist gar keine Gefahr. Im Rührwerk nebenan wird Eiweiß schaumig geschlagen. Das Zuckerwasser hat jetzt seine 121 Grad erreicht. Macarons gelten als nicht ganz einfach herzustellen. Sie fordern Präzision in puncto Zutatenmengen und Temperatur. Joël Sturm gibt den Zucker zum Eiweiß dazu. Macarons ist von Paris.
große Konditoren, ich will jetzt keinen Namen sagen, die große Konditoren in Paris machen Macarons schon jahrelang. Und ein besonderer, ein ganz großer Konditor, der kenne ich gut persönlich, ein Freund von mir, hat diese Macarons vor 10, 20 Jahren wieder ins Leben gebracht, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und ist heute bei uns nicht das wichtigste Produkt, aber sehr, sehr große Produktion Macarons machen wir schon. Zurück zum Eiweiß. Es ist steif geworden. Der Zucker hat dafür gesorgt, dass es trotzdem cremig ist. Ganz wichtig ist es, darauf zu achten, dass kein Eigelb mehr im Eiweiß ist. Kleinste Spuren genügen und es wird nicht steif. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte von dem Eiweiß in die Mandelzuckermasse. Das wird jetzt vermischt und dann kommt wieder alles hier zurück rein. Und dann wird es nochmal gemischt und zum Schluss nochmal mit der Hand. Die Handarbeit muss sein. Weil die Masse sehr fest ist und wenn das alles hier reinkommt, dann kann es sein, dass noch Klumpen zum Schluss drin sind. Die Patisserie in Wissembourg ist über die Jahre immer bekannter geworden. Sie zählt zu den 50 Besten in Frankreich. Und das Renommee zahlt sich aus. Joël Sturm und Daniel Ribert produzieren heute viel mehr Macarons als früher. Wir machen doch schon manchmal in der Woche 5, 6, 7, 8.000 Macarons. Da muss ich schon Gas geben, schon Stickofen haben, das werden Sie nachher sehen. Der Siegeszug der Macarons begann vor gut 20 Jahren. Mit neuen Ideen veränderten Pariser Konditoren das Traditionsgebäck. Sie verwendeten weniger Zucker und kreierten neue Geschmacksrichtungen. Zuvor galt das Macaron als banal und süß. 2 Kekse, die mit einer Creme zusammengeklebt wurden. Auch in der Patisserie in Wissembourg wurde das Baiser-Gebäck weiterentwickelt. Das Macaron in seiner heutigen Form ist noch gar nicht so alt. Es ist Anfang im letzten Jahrhundert. Anfang so 20er, 30er, 40er, nach dem Krieg ist richtig so Macarons gekommen. Da gibt es verschiedene Macarons-Sorten, aber dieses Macaron kommt aus Paris und ist sehr Trend geworden, aber weltweit. Die Masse aus Mandelmehl, Zucker und Eiweiß ist jetzt fertig gerührt. Der Elsässer ist in der Backstube seiner Eltern groß geworden. Die verschafften ihm ein Praktikum beim berühmten Konditormeister Gaston Lenôtre in Paris. Von dort nahm er viele neue Ideen mit. Auch über die Zubereitung von Macarons. Und ich habe dann viel bei Lenôtre gearbeitet früher in Paris in den 70er, 80er Jahren. Und habe ich das gelernt bei dem. Bei Lenôtre haben wir schon angefangen, aber jetzt mit den anderen, Pierre Hermé und die alle, die bringen dann einen neuen Wind und schon fast 20 Jahre da rein. Das gibt dann schon Top-Produkt. Es ist ein Luxusprodukt auch, verstehst du? Macaron in Paris ist schon was, gehört heute zu der französischen Gastronomie, das ist toll. Die Masse für die Schalen der Macarons wird nun portioniert. Das machen sie nicht mehr von Hand, so wie früher. Jetzt machen wir diese Masse, kommt jetzt in die Maschine rein und wir dann diese Dressiermaschine. Das ist, wenn man große Mengen macht. Ich zeige Ihnen, wie wir es genau hier machen, in große Mengen. Arbeiten wir alle mit Dressiermaschinen. Da hast du Regularität auch im Produkt und auch viel schneller. Dressieren bedeutet in der Backstube, dass Teige, Cremes oder Massen in eine bestimmte Form gebracht werden.
Die Dressiermaschine spritzt die Schalen der Macarons auf Backbleche und portioniert sie in gleich große Einheiten. Ich brauche schon eine Meter. Ja. Joël Sturm sorgt dafür, dass das Backpapier an den Blechen haftet. Hinterher kommen die Macarons auf einen Rüttler, damit sich der Durchmesser vergrößert und die Schalen flacher werden. Es muss rückeln, dann, verstehst du, wenn du das nicht rückelst, dann kann es schon sein, wenn die Masse ein bisschen fest ist, dann wird das Macaron hoch so. Hohe Macaronschalen kann der Konditor nicht gebrauchen. Die Macaron an sich ist ja sehr süß, ist nur Zucker, Eiweiß und Mandeln. Und das Problem ist, wenn das zu hoch ist, dann wird das zu süß. Die Füllung tut entzuckern und gibt Geschmack, Aroma. Die Schölze bringt keinen Geschmack, nur Mandel. Aber es ist ein neutraler Geschmack, verstehst du? Die Schalen der Macarons sind keine Geschmacksträger, sie umschließen lediglich die Füllung, die später hergestellt wird. Sie prägt den Geschmack des Gebäcks. Pures Kakaopulver kommt obendrauf. Jedes Macaron braucht 2 Schalen. Da gibt's einiges zu tun. Sein Erfolg zwingt Daniel Rebert dazu, schnell und effizient zu arbeiten. Früher wurden die Macarons von Hand portioniert. Mit dem Spritzbeutel, weißt du, Spritzbeutel und dann. Aber es ist viel aufwendiger, geht viel mehr Arbeit und macht auch die Jungs müde. Maschine ist doch einfacher, weißt du. Natürlich früher haben alles mit Spritzbeutel gemacht, aber in der heutigen Zeit wird alles so gemacht. Steht da gut mal schon? Joël Sturm schiebt die Macaronschalen in den Ofen. Sie werden bei 135 Grad gebacken. Dann kommt die Füllung dran. Jetzt machen wir die Schokolade hier rein, für zu schmelzen. Ja, das ist meine Schokolade, das ist eine Milchschokolade, 44% Kakaoansatz aus Dominikanische Republik. Das habe ich für mich entwickelt mit meinen Jungs hier und das tut mir Valrhona herstellen. Für uns. Die Schokolade bekommst du nur bei uns hier in Weißenburg, bei Rebert. Okay? Hier rein da. Die Füllung der Macarons Emmanuel besteht zur Hälfte aus Schokolade. Du willst schmelzen. Währenddessen backen die Schalen weiter. 25 Minuten bleiben sie im Ofen. Hier ist Zucker, Himbeermark, Sahne und Eigelb. Und das kommt jetzt alles hier rein und wird auf 85 Grad erhitzt. Himbeeren und Schokolade. Sie sind die Hauptbestandteile der Füllung für die Macarons Emmanuel.
Aber die Basis ist immer eine englische Creme. Okay? Deswegen Crème Anglaise auf Französisch. Und das ist immer so eine Basis. Und das heißt, wie ein Cremeux, diese englische Creme wird dann auf 85 wird aufgewärmt. Aufpassen, nicht zu hoch gehen, sonst gibt es gekochte Eier. Dann haben Sie so einen Eiergeschmack in der Creme, das ist kommt nicht so gut an. Deswegen 85 Grad abkühlen und dann, wenn Sie sehen, da haben wir die Mischung mit der Schokolade. Auch bei der Füllung ist Präzision wichtig. Joël Sturm mit der Zutatenmengenlehre. Von Sahne und Himbeermark die Hälfte an Eigelb und dann nochmal die Hälfte vom Eigelb an Zucker. Und das ist die ideale Mischung. Und 85 Grad, dass das Eigelb dann stockt. Dann wird es dickflüssig. Zurück zur Schokolade. So, da ist die geschmolzene Schokolade. Die werden wir jetzt verwenden für den Cremeux. Die muss eine Nacht in der Étuve drin, sagen wir Franzosen, und wird jetzt vorbereitet mit der Crème Anglaise. So, jetzt werden wir die Mischung machen vom Cremeux Emmanuel mit Himbeer. Das machen wir dann in 3 Mal. Und Joël wird die Mischung machen und ich mache die in 3 Mal der Cremeux rein. Das ist das Prinzip von einer Mayonnaise. Wenn du alles reinwirfst, gibt's nichts. Du musst ganz langsam das Öl in die Mayonnaise reinmachen. Hier ist dasselbe Prinzip. Siehst du am Anfang, du das ein bisschen scheiden, es müsste ja schön rein und dann langsam geht das zusammen. Schokolade und Himbeermasse verbinden sich nur langsam. Je regarde pour la prochaine fois, tu vois. Non, mais ils seront à remplir Ah ceux-là. oui, ceux-là, demain. Demain, je les ai. Demain pour... Das ist die zweite Mischung. Und wenn Sie sehen, die Evolution von der Mischung, ganz langsam wird die ganz glänzend, so schön. Das ist sehr wichtig. Dass Sie dann nachher, wenn Sie das Macaron essen, muss es schön cremig sein. Und nicht so, weißt du, en français on appelle ça une émulsion. Eine Emulsion. Auf Deutsch, was ich nicht glaube. Während die Macaronschalen weiter im Ofen backen, kommt bei der Füllung schweres Gerät zum Einsatz. Und das mit dem Stabmixer ist sehr wichtig. Das gibt dann richtig Die cremige Füllung wird in Frankreich Ganache genannt, wenn Schokolade im Spiel ist. Diese Ganache kommt dann hier rein und wird für 24 Stunden bei 10, 12 Grad ruhen gelassen. Und morgen wird es dann in die Macarons reingefüllt. Die Ganache übernachtet im Kühlschrank. Mittlerweile sind die Schalen fertig. Dass sie sich im Backofen wie auf dem Karussell gedreht haben, hat seinen Grund. Damit die Hitze regelmäßig das Ganze backt. Weil wenn es starrt, dann bläst es bloß von einer Seite, dann werden die schief. Die Macaronschalen sind im Ofen aufgegangen. Am nächsten Tag arbeitet Daniel Rebert an der Füllung weiter. Diese Schokolade, die Ganache, die wir jetzt gestern gemacht haben, gell, die hat sich jetzt
kristallisiert eine Nacht, ganz langsam kristallisiert. Und ist dann, so, siehst du, schön cremig, siehst du? Und jetzt tun wir die Macarons füllen mit dieser Masse. Da bin ich sehr wichtig für mich. Eine schöne Füllung, das gibt dann das Zarte nachher im Essen, weißt du. Wenn das Macaron ist, ist es schön. Das ist ja ein Crémeux Framboise. Crémeux Framboise. Wir versuchen immer irgendwo so in diese Richtung zu gehen. Weißt du, dann werden die andere, dann ist das Macaron fertig, so, siehst du. Was wichtig ist auch mit Macarons, kann man nicht so immer gekühlt aufbewahren. Immer im Kühlschrank, nie draußen stehen lassen. Denn Macaron ist was sehr Empfindliches und trocknet sehr schnell aus und kann auch, das ist Sahne, da ist Himbeer, kann auch schnell sauer werden, das ist schade. Die Macarons sind nicht lange haltbar. Nach 3 bis 4 Tagen sollten sie verzehrt sein. Aber man kann sie ohne Bedenken einfrieren. Der Geschmack bleibt erhalten. Was sehr wichtig ist, auch am Backen, wenn du die backst, die Macarons, dass die gut getrocknet haben, 1 Stunde oder sogar 2 Stunden. Sonst kann schon sein, dass die Macarons Ding aufplatzen, weißt du? Und das ist nicht. Bei der Herstellung dieser Macarons ist das natürlich nicht passiert. Perfekt werden sie nur, wenn man ganz präzise arbeitet, so wie Joël Sturm und Daniel Rebert. Et voilà. Der Patissier Chocolatier liefert übrigens auch nach Deutschland. Viel bei Englehorn in Mannheim und bei verschiedenen Kunden da in der Pfalz verkauft man viele Macarons. Du aussi dire quelques mots? Diese Macarons Emmanuel werden im Laden in Wissembourg verkauft. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.